Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach im Bereich Traumatherapie und im Bereich Bewusstseinsarbeit. Und wir schauen uns auf diesem Kanal die Musik aus philosophischer und psychologischer Sichtweise an und versuchen so viele Interpretationsmöglichkeiten der Lyrics und des Videos und der Melodien wie möglich zu finden. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal weniger. Aber das ist das Goal. Und von daher bin ich auch immer auf eure Unterstützung quasi angewiesen. Das heißt, schreibt mir immer gern auch in die Kommentare, was ist eure Geschichte? Was sind vielleicht auch die Insights, die ihr wisst über Künstlerinterviews und so weiter und so fort? Was ist eure Geschichte, die ihr mit dem Song verbindet? Und was glaubt ihr, was der Künstler uns erzählen will und was seine Geschichte ist? Genau. Und heute haben wir ein erstes Mal, was einen deutschen Song anbelangt. Das heißt, bis jetzt gab es immer nur englische oder amerikanische Künstler oder irische Künstler. Ähm, ja, und ich dachte, deutscher Kanal, deutsche Mucke, why not? Und ich bin unter anderem über einen anderen Reaction-Kanal zu einem Song von Alligator gekommen, und zwar Nachbeben. Ich kenne nicht so viele Songs von ihm, muss ich wirklich gestehen. Bin auch eigentlich nicht so der deutschsprachige Hörer, aber es gibt so ein paar Songs, auf die ich Bock habe und die hier vielleicht Stück für Stück im Kanal zu machen. Und das ist einer davon. Und wenn ihr Bock habt, eine deutsche Musikreise zu machen mit mir, dann kommentiert das gerne in den Kommentaren. Sagt mir, was ich auschecken sollte. Oder einfach nur, ja, Daumen hoch, deutsche Mucke, haben wir Bock, leg los. Und dann geht's weiter damit. Ähm, ja, also liked gerne das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann geht's bald weiter. Jetzt haben wir aber erstmal Alligator nach Bem. Let's go. Ich baller, ich baller, ich baller. Ich baller mir den krankesten Videocontent, Jihadi John Shit, E-Fucked und Bondage. Seh Artikel von Kriegen und Konflikt, meine Mimik ist wie eine Betonschicht. Denn ich hab alles gesehen, außer vielleicht einen Mann, der sein eigenen Kopf ist. Also noch nicht, mich schockt nichts. I wear my sunglasses im Darknet, ja. Inkognito Tab. Okay. Ich liebe ja den Humor von ihm. Und gleichzeitig immer wieder dieses Dinge ansprechen, die wichtig sind anzusprechen. So. Ich trage meine Sonnenbrille im Darknet. Ja, was soll ich sagen? Das ist ganz interessant, ne? Weil an sich wird er dort ja nicht von der Sonne geblendet, aber vielleicht wird er von dem Content geblendet, der ihm dort entgegenschlägt. Oder einfach nur, er möchte seine Augen bedecken, wenn er dort unterwegs ist. Hm. Oder als Gangster hat man so das klassische Bild von jemandem, der auch im dunklen Club mit einer Sonnenbrille rumrennt. So. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Hm. Und dieses, ich gebe mir den härtesten Kram, den härtesten Scheiß im Internet. So von Bondage und so weiter und so fort, ne? All diese Sachen. Es zeigt oder spricht an, wie sehr wir in unserer Gesellschaft immer mehr darauf konditioniert sind, tagtäglich mit so harten Sachen konfrontiert zu sein und wie sehr wir abstumpfen auch mit der Zeit. Ob es jetzt nun einfach nur rein die Nachrichten sind, wo tagtäglich irgendwas über jemand, der abgestochen wurde, irgendjemand, der betrogen wurde, irgendwelche Übergriffe, Kriege, was auch immer. So. Und ständig gespickt mit irgendwelchen schockierenden Bildern. So. Dokumentationen, ähm, aber auch XXX-Seiten, wo die Bilder einfach nicht mehr realitätsgetreu sind, sozusagen. Das einfach immer auf Intensität gepolt ist, sozusagen. Das Gehirn immer wieder konfrontieren, immer wieder neuen Schock sozusagen geben. So. Damit es nicht gelangweilt ist und abschaltet. Oder auch in Filmen, in den Actionfilmen. Die Gewalt wird immer brutaler. Die Kinder und Jugendlichen, die sich das angucken, och, naja, war irgendwie lustig. So, das, die sind abgestumpft. Das macht nicht mehr so viel.
Lasst uns nochmal ein bisschen weiter vorne starten. Ich habe bestimmt was überhört nochmal, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ich baller. Ich baller. Ich baller mir den krankesten Videocontent. Jihadi, John Shit, E-Fakt und Bondage. Seh Artikel von Kriegen und Konflikt. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht. Denn ich hab alles gesehen, außer vielleicht einen Mann, der sein eigenen Kopf ist. Also noch nicht, mich schockt nichts. I wear my sunglasses im Darknet, ja. Inkognito-Tabs, die Qual der Wahl. Ich bin Spartiat, wenn nur mit dickem Fell werd ich kein schwarzes Schaf am Arbeitsmarkt. Denn ich acker wie ein Irrer, um die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Gut. Okay, ich glaube, ich hatte nichts überhört, aber dieses, ich arbeite, ich bin kein schwarzes Schaf, ich funktioniere in der Gesellschaft, so wie es von mir verlangt wird, ein guter Bürger. Ne, mache am besten mein Abitur, dann mache ich eine Ausbildung, dann mache ich am besten noch ein Studium und das alles innerhalb von am besten 2 Jahren, um dann schon relativ jung mit viel Erfahrung, die ich natürlich auch irgendwie da schon gesammelt habe, die Berufserfahrung, in den Job einzusteigen. So, damit auch wirklich alle zufrieden sind und ich auch halbwegs viel Geld kriege. So. Und dann ackere ich mir dort den Arsch ab, überfordere mich, übernehme noch mehr Verantwortung, Überstunden gar kein Problem. So, Hauptsache die Kohle stimmt und ich diene irgendwie dem Ganzen. Und dann kann ich mir später von der Kohle, die ich verdient habe, die Burnout-Therapie finanzieren. Ist doch super, so läuft das. Und das ist tatsächlich so, ne? Unter anderem habe ich auch Erfahrung im Jobcoaching. Und es gibt echt viele Menschen, die zu mir kommen mit Burnout. Die sagen, ich will meinen Job nicht mehr machen, ich muss irgendwo anders rein. Dort arbeite ich mich dumm und dämlich. Und es gibt sowohl, ne, es gibt Jobs, bestimmte Jobarten, die eher dafür prädestiniert sind, dort einen Burnout zu bekommen. In Deutschland ist es viel der soziale Bereich unter anderem. Aber es liegt manchmal nicht einfach nur direkt am Job, sondern daran, was wir für Überzeugungen eingepflanzt bekommen haben, wie das Leben funktioniert, wie meine Rolle sozusagen ist, wie sehr ich arbeiten gehen muss, wie viel ich Verantwortung übernehmen muss, wie sehr ich mich reingeben muss, damit ich das gut mache, damit ich wertvoll genug bin. Und da fängt es meistens an, dass wir schon irgendwann überfordert sind, weil wir einfach too much machen, zu viel reingeben von uns und ständig über unsere eigenen Grenzen gehen. Weil wir denken, das macht man halt so. Und da wird auch der Jobwechsel nicht helfen. Dann braucht es ein anderes Mindset. Ja. Weiter. Scharf am Arbeitsmarkt, denn ich acker wie ein Irrer, um die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Gute Ketamine zu bösartigen Spielen ist die Königsdisziplin. Abends in der Küche mit der Psychoterroristin werde ich zum Poet, wir reden nur in Schmähgedichten, denn ich lebe in der Beziehung mit verbalen Waffengürteln. Es wäre doch keine Liebe, wenn wir uns nicht hassen würden, diese Oh Mann, wir haben erstmal noch nicht mal eine Minute geschafft, aber es ist einfach so viel da drin, ne? Ich lebe in einer Beziehung mit verbalen Waffengürtel. Ich habe lange gebraucht, bis ich diese Zeile in dem Song gehört habe, aber ich habe den Song schon echt rauf und runter gehört und ich liebe ihn. Und es wäre ja keine gute Beziehung, wenn wir uns nicht hassen würden. Das ist irgendwie so ein Ding geworden, ne? Im Mitmenschlichen. Wie beschreibe ich das? Wir wollen von dem anderen gesehen werden. Wir wollen von dem anderen gehört und verstanden werden und wir wollen, dass unsere Wahrheit zur Wahrheit des anderen wird. Das, ne? So, weil unsere Wahrheit ist die richtige. Und alles, was dem widerspricht oder wo wir uns nicht gesehen und gehört fühlen in unserer Gänze, da fangen wir an zu kämpfen, da fangen wir an hart zu werden. Da fühlen wir uns verletzt, zurückgewiesen, nicht wertig genug, abgewertet. Was alles eine Interpretation ist von uns. Aber das ist das Gefühl, was bleibt. Und dann fangen wir an zu kämpfen. Und meistens dann erstmal verbal. Ne, wir wollen dann zurückverletzen, wir wollen um unsere Wahrheit kämpfen, wir wollen den anderen darauf aufmerksam machen, dass er was anders machen müsste und so weiter und so fort. Und diese Hassliebe, ne? Hauptsache es passiert irgendwie was. Viel Emotionales. Das gehört irgendwie dazu. Das ist ja auch das, was wir im Fernsehen sehen. Menschen, die sich erst streiten und dann lieben, die sich erst unsympathisch finden und dann bemerken, oh, eigentlich sind wir total verliebt, weil wir so gegensätzlich sind und uns gegenseitig die ganze Zeit irgendwie ausbruten oder die ganze Zeit miteinander diskutieren. So, das sind doch die Liebesfilme heutzutage. Oder auch schon länger. So. Erst dann merkt man, dass es wirklich die wahre Liebe ist. Oder sowas. Ja. Wir reden nur in Schmähgedichten, denn ich lebe in der Beziehung mit verbalen Waffengürteln. Es wäre doch keine Liebe, wenn wir uns nicht hassen würden. Diese Fratzenbücher, Kommentare sind meine gute Nachtlektüren und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben. Unser Kopf
entschuldigt, dass ich hier unterbreche. Ich liebe diesen Refrain. Und ich weiß, dass es diesen kleinen Mini-Delay gibt von dem, was ich in meinem Kopfhörer, also durch die Kopfhörer höre und das, was ihr seht. Das heißt, wenn ich meinen Kram mache und am Abdancen bin, wird es wahrscheinlich eine Verzögerung geben und ich werde voll außer Takt hier am Rumzappeln sein. Aber so ist es. Ihr wisst Bescheid. Einmal kurz zum Video. Das ist ja ein super cooles Video. Eine Theorie ist, die auch andere Reactor haben, dass er sowas quasi wie der Sandmann ist. Oder jemand, der quasi ein bisschen höher gestellt ist, also außerhalb der normalen Welt fungiert. Und Menschen, während sie schlafen, aus ihren Häusern zieht oder in ihre Träume quasi eintritt und dann sie woanders hinholt. Hier tatsächlich bildlich über die Betten, die er woanders hinzieht und dann mit ihnen quasi agiert. Und dieses lass uns noch mal kurz reinhören, wie sagt er das? Und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben. Hilf, unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Genau. Unser Kopf ist hart, wie Stahl, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Und dann kommt Nachbeben. Es gibt so viele Menschen, die echt Schwierigkeiten mit Schlafen haben. Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme. So, all diese Sachen. Unruhig träumen, nachts knirschen durch diesen ganzen Stress. Und tagsüber gute Miene. Einfach durchziehen, funktionieren. Irgendwie zwischendurch was Schönes einbauen, mit Freunden treffen, irgendwie ein Bierchen trinken oder abends ein Weinchen trinken. Am Wochenende dann ordentlich tanzen gehen oder was auch immer. Im Park sitzen im Sommer. Und irgendwie diesem Stress und diesem System ein bisschen entkommen. Aber nachts macht es sich bemerkbar. So, da verlässt uns diese harte Miene. Und diese Mauer sozusagen, ne, diese Fassade bricht weg. Und all das wird verarbeitet, was wir in der letzten Zeit oder an diesem Tag erlebt haben. Und da merken wir eigentlich, wie viel es mit uns macht. Und dass es uns eben nicht egal ist oder einfach an uns abgleitet. So. Ja. Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben. Auch dieser Satz, den fand ich auch mega cool. Gerade weil ich unter anderem ja auch aus der Traumatherapie komme, habe ich den Satz unter anderem so für mich gedeutet, dass bei all dem, was wir erleben, nur Menschen, die aus Kriegen hierher flüchten, aber auch, was wir in unserem eigenen Umkreis erlebt haben. Ne? Vielleicht haben wir Misshandlung erlebt. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Unfall gehabt oder einen Unfall gesehen, der besonders schlimm war. Vielleicht haben wir eine psychische Misshandlung irgendwo mal miterlebt oder selber erlebt. Wir sehen jeden Tag unglaublich viel Leid in Form von Obdachlosen, Drogenabhängigen oder was auch immer. Und Dinge, die uns so schockieren, Dinge, die wir erlebt haben, die uns vielleicht traumatisiert haben, die vielleicht sogar auch unsere Eltern und Großeltern erlebt haben und traumatisiert haben. Heute weiß man ja auch, dass bestimmte Informationen über die Gene weitervererbt werden. So. Und im System sich bemerkbar machen. So wie wir mit Stress umgehen, wie unser Nervensystem quasi mitstrukturiert ist. So. Und da haben wir genau diesen Punkt. Faden verloren. Mann, verdammt. Entschuldigt bitte. Unsere Herzen Porzellanläden. Genau. Wie sehr wir merken, dass unsere Herzen Porzellanläden sind. So. Da bricht irgendwas rein und es wird zu viel kaputt gemacht. Und wir versuchen irgendwie irgendeinen Umgang damit zu finden. Wir versuchen diese harte Mine aufzusetzen, wir versuchen diese Schutzmauer zu ziehen, cool zu sein und irgendwie weiter zu funktionieren. Nicht schwach sein, weil die Schwachen, die werden sowieso ausgegrenzt oder die kriegen noch mal oben eins drauf. Also, mir geht's gut. Bei mir ist alles läuft. So. Und eigentlich ist hier drin was zerbrochen. Und es wird sich nicht drum gekümmert, weil es nicht
gang und gäbe ist. Es wird immer mehr der Fall, aber auch heute wird man noch dafür belächelt. Oder wie oft ich die Aussage bekommen habe: „Na ja, Coaching, ja, kann man ja mal machen, aber Therapie, ich bin doch nicht verrückt.“ So schlimm ist es um mich jetzt nun auch nicht geschehen. Und das ist immer noch so tief in den Köpfen drin, ne? Wenn ich Therapie mache, dann stimmt irgendwas Grundlegendes mit mir nicht. Dann habe ich mein Leben nicht im Griff. Dann kann das dafür sorgen, dass andere irgendwie abschätzig auf mich gucken, dann schaue ich selber abschätzig auf mich. Und ich gehe aber auch nicht mit dem um, was ich erlebt habe. Ich gehe nicht mit meinem gebrochenen Herzen und schaue, wie ich damit umgehen kann, wie ich in 'ne Heilung kommen kann, in eine Selbstliebe kommen kann, in eine Anerkennung und Annahme mit dem, was mich so schockiert hat vielleicht oder was mich verletzt hat, sondern ich versuche es wegzuignorieren und 'ne Decke drüber zu legen und zu sagen: „Ja, ja, passt schon.“ Und dann fängt es an, darunter sozusagen immer wunder zu werden und immer kaputter. Bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben. Pass auf deine Seele auf. Nachbeben. Pass auf deine Seele auf. Ja. Ich liebe diesen Tanz. Ist so cool. Ich drück. Ich drück. Ich drück. Ich drück den Knopf Hiroshima. Noch ein Trauma, hoppala. Versiegel es mit Heisenberg-Kristallen. Wir müssen ganz feste feiern, bis wir fallen. Push, push, ich scroll ein Jahrhundert im Bruchteil einer Sekunde ins Unterbewusstsein. Leute, die diesen Artikel geliked haben, interessieren sich auch für Stricke und Leiter. Klicken Sie weiter zu. Okay. Ich fand's ganz spannend. Irgendwann ist mir mal aufgefallen in dem Video, dass er diesen Sand so schmeißt, was für die Theorie von Sandmann sozusagen sprechen könnte, ne? Muss es aber nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Und dieses „Ich drück den Knopf Hiroshima, noch ein Trauma, hoppala“, ähm, spiegelt auch wieder das zurück, was wir quasi immer wieder haben. Was ich auch mit den Nachrichten meinte. Ah ja, noch ein Krieg ausgebrochen. Ah ja, da ist das und das explodiert. Ah ja, da wurde der und der missbraucht. Ah ja, okay, da wurden Menschen gegessen. Was auch immer. So. Ähm, und das ist so dieses, ja, okay, da haben wir noch mal so ein Ding. Huch. Ähm, und dieses Kollateralschadending, ne? Entscheidungen, die getroffen werden. Na ja, jetzt ist die Scheiße eh schon am Dampfen. Machen wir halt noch mal so was. Hm, und es stapelt sich einfach immer mehr und wird immer schneller mit so: „Huch, na gut, ja, ist wohl wieder in die Hose gegangen. Wir versuchen noch mal was anderes. Let's go.“ Und dann wird wieder drüber hinweggesehen. So. Ähm, was hat er noch gesagt? Ich drück den Knopf Hiroshima. Noch ein Trauma, hoppala. Versiegel es mit Heisenberg-Kristallen. Wir müssen ganz feste feiern, bis wir fallen. Push, push, ich scroll ein Jahrhundert im Bruchteil einer Sekunde ins Unterbewusstsein. Leute, die diesen Artikel geliked haben, interessieren sich auch für Stricke und Leiter. Klicken Sie weiter zu. Genau, so dieses gerade in den sozialen Medien, ne, wenn wir da irgendwie am Scrollen sind und uns irgendwas angucken, dann merkt sich der Algorithmus das. Ah ja, die Person hat sich das und das angeguckt, vollständig das Video angeguckt, vielleicht sogar noch mal durchgelaufen lassen und ein zweites Mal geguckt. Oder die hat das und das geliked. Okay, dann zeige ich ihr davon noch ein bisschen mehr. Und irgendwann sind wir halt in dieser Bubble, wo wir nichts anderes mehr mitkriegen und immer wieder das gezeigt bekommen. 5-mal den Artikel über Trump und 7-mal den Artikel über die richtige Diät zum Thema Kalorienverzicht oder Kohlenhydrateverzicht oder was auch immer. Und alle erzählen dir, wie es dort ist. So, es geht immer in dieselbe Kerbe und wir kriegen die anderen Sachen nicht mehr so mit, außer wir fangen an, ganz bewusst danach zu recherchieren. Vielleicht haben wir dann eine Chance, uns wieder breiter aufzustellen. Aber eigentlich ist es darauf ausgerichtet, ah ja, das findet die Person gut, geben wir ihm mehr davon. So. Und was ich auch nochmal spannend fand, ne, versiegeln ist mit Heisenberg-Kristallen, wo es um Hiroshima ging. Da eben, ne, genau diesen Punkt von, ah, jetzt hämmert hier natürlich jemand. Wie schön. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll.
Ich höre es aber durch meinen Noise-Canceling, das ist kein gutes Zeichen. Egal. Das ist so ein bisschen auch die Anspielung von, oder es könnte eine Anspielung sein, sagen wir es so, auf dieses Esoterische, ne? Ein bisschen Energiearbeit, ein bisschen heilende Steine, ein paar Wurzeln, was auch immer, so, worüber sich dann quasi so lustig gemacht wird, obwohl da ja durchaus was sehr, sehr Wichtiges auch hintersteht, ne? Also, ich bin weder nur pro noch nur kontra. Ich finde, irgendwo dazwischen ist eine sehr, sehr große Wahrheit, so, die über Jahrtausende, über viele Generationen weiterentwickelt und dann irgendwann wieder verloren gegangen ist und dann wieder jetzt neu entdeckt oder nicht so neu entdeckt und dann wieder verloren und so, ne? Also viele Schleifen gedreht hat. Und wo aber auch immer so lustig drüber geschaut wird und gleichzeitig aber auch so schnell gesagt wird, naja, nimm ein paar Kristalle oder nimm ein bisschen Wurzelpulver und dann löst sich dein Trauma auf. Das habe ich ausgetestet oder was auch immer. Ähm, dass das natürlich auch nicht so einfach funktioniert. So, aber es gerne auch heutzutage so überdeckt werden könnte. Ja. Kunde ins Unterbewusstsein. Leute, die diesen Artikel geliked haben, interessieren sich auf Verstricker und leider klicken sie weiter zu. Hause ist die Stimmung wie im Führerbunkergift. Deshalb mache ich wieder eine Überstundenschicht mit müdem Tunnelblick. Egal, ob mich der Chef beleidigt. Nur noch 36 Jahre bis zum Renteneintritt. Klar kann ich dir eine Niere und ein Ei braten. Ich kann alles außer Nein sagen. Eines Tages sagen sie, werden mal deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träume schwarz. Gute Nacht. Ach Gott, schon wieder so viel drin. Und zwar, ich hoffe, meine Träume werden nicht wahr. Ich träume nur schwarz. Und davor natürlich kann ich dir das und das braten, dir was zu essen machen. Ich kann alles, außer Nein sagen. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Träumen. Und das ist im Prinzip das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ne? Am besten du funktionierst einfach. Das, was von dir verlangt wird, das, was man sagt, was gut ist, sei das einfach, mach das einfach, lern das einfach, sei die allerbeste 150-prozentige Version von dir selbst, die keine Schwäche hat am besten oder wenn dann nur ganz kurz mal, das ist anerkannt, wenn man besonders viel geleistet hat, aber dann muss auch wieder gut sein und dann muss auch wieder funktionieren. Und Nein sagen an so einem Punkt ist vielleicht ein bisschen aufrührerisch. Und das kann ja nicht nur im Arbeitskontext oder im Systemkontext sein, das reicht ja auch im zwischenmenschlichen Bereich, ne? In Beziehungen, ob jetzt nun partnerschaftliche Beziehungen oder in Freundschaften. Immer dieses Gefühl von bloß kein Risiko eingehen, zu enttäuschen, weil ich sonst alleine dastehen könnte. Und wer will schon alleine dastehen? Also lieber zu viel machen, zu viel geben, zu wenig Nein sagen und über die eigenen Grenzen und eigenen Bedürfnisse hinweggehen, als das Risiko einzugehen, irgendwie alleine dazustehen und als schlechter Mensch oder Egoist oder Narzisst tituliert zu werden. Ja, und die Nächte, und das ist ganz interessant, ne? Ich träume schwarz, könnte tatsächlich wortwörtlich so sein, dass er nichts träumt. Und das wäre an dem Punkt von, ich habe keine Träume. Also, was soll da wahr werden? Außer nichts. Und ich hoffe, das wird nicht wahr. So. Oder es kann auch einfach sein, dass schwarz die Bedeutung hat von wirklich dunkle Träume, Weltuntergang oder Worst-Case-Szenarien. Und auch das hofft natürlich keiner, dass das wahr wird. Ich kann alles außer Nein sagen. Eines Tages sagen sie, werden mal deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träume schwarz. Gute Nacht. Unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben, pass auf, deine Seele auf. Nachbeben, pass auf, deine Seele auf. Trotz einem Leben voller Folterszenen habe ich keine Folgeschäden, nur an den Nackenmuskeln manchmal ein Achselzucken. Ich hab richtig getippt im Lotto, ich bin mitten im Model in den Flitterwochen. Ich bin nicht beeindruckt, ich sitz auf Kosten, vom Blitz getroffen, Genick gebrochen. Alles kein Beinbruch. Ja. Ich gehe mal jetzt auf diesen Punkt ein, ich habe im Lotto gewonnen.
und bin mit einem Supermodel im Urlaub, bin ich beeindruckt. Und das ist ganz interessant, ne, weil wir so sehr diese Werte und Visionen vorgegeben bekommen, so von wegen: „Was ist das, was mich glücklich macht? Warum fühle ich mich jetzt noch unglücklich? Ah ja, ich habe bestimmte Sachen noch nicht erreicht oder ich habe bestimmte Gegenstände noch nicht. Ich habe nicht das Supermodel, was allen Schönheitsidealen entspricht und deswegen die perfekte Frau für mich wäre, die alle hypen und alle feiern und die mich wiederum dann aufwertet vor anderen Menschen und auch in mir selbst, vor mir selbst. Ich bin noch nicht superreich, aber wenn ich superreich bin, dann kann ich mir den geilen Urlaub leisten. Dann ziehe ich vielleicht auch diese tollen Frauen an in meinem Leben. Dann kann ich mir Sicherheit erkaufen durch ein Haus, durch Anlagen, Altersvorsorge, all diesen Kram. Und dann habe ich ausgedient und dann kann ich endlich zur Ruhe kommen. So. Dann habe ich das erreicht, dann kann ich endlich glücklich sein. Und wenn wir dann aber plötzlich an dem Punkt sind, dann festzustellen, hm, und jetzt? Irgendwie ist es das auch noch nicht so ganz. Und es gibt so viele Beispiele dafür, ne? Jetzt, wenn wir irgendwie bei Schauspielern gucken oder auch ähm, andere Politiker oder ähm, auch Models, ähm, Unternehmer, die Millionen und Milliarden verdienen. Ähm, Auch teilweise Leute, die im Lotto gewinnen, tatsächlich. So gibt es so viele Menschen, die innerhalb von kurzer Zeit plötzlich auch ihr ganzes Geld, was sie im Lotto gewonnen haben, über den Haufen schmeißen, komplett ausgegeben haben und dann sogar hochverschuldet irgendwo landen und total unglücklich sind, weil sie nicht mit dem Geld und dem Ganzen umgehen konnten. So. Aber wenn wir jetzt zu Leuten gehen, ne, wie jetzt Schauspieler und so weiter und so fort, auch dort, sie haben das Haus, sie haben das Auto, sie haben ein Haustier, sie haben eine hübsche Partnerin oder hübschen Partner, der den Idealen entspricht. Und irgendwann kriegt man mit Depressionen oder irgendeine andere Erkrankung, ständig Partnerwechsel und irgendwie nicht wirklich ankommen können, ähm, rastet am Set aus oder irgendwelche anderen Sachen, die den Personen nachgesprochen werden, nicht besonders sozial oder was auch immer. Und dann ist auch die Frage, wie viel davon wirklich wahr ist und wie viel von den Medien aufgebauscht wird, auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es so viele, die in Interviews sagen, ey, Geld und all diese Materialien sind nicht alles. Kannst du vergessen. Das ist nicht das, wo du das Glück suchen solltest. Ja. Und ich finde das so schön hier dargestellt, ne, in dem Video, wie er in diese Betten von den ganzen schlafenden Menschen hineingeht, sie mit Dreck bewirft, auf ihn rumspringt, über sie hinwegläuft, und man sehen kann, wie unruhig alle schlafen. Und all das, was er sagt quasi, ne, das, was die Welt mit uns macht, fühlt sich manchmal genauso an. Bewirft uns mit Dreck, schlägt uns, tritt auf uns rum. All diese Sachen, ne, wo wir das Gefühl haben, die Welt ist nicht sicher. Die Welt geht nicht gut mit uns um. Oder zumindest das System, die Gesellschaft, so, die Menschen um uns herum. Und wir müssen immer in dieser Fassade bleiben, in dieser Mauer, in dieser ich muss hart sein, ich muss kämpfen Geschichte. Wir bleiben da immer drin. Und das, was es wiederum macht, ist, dass ich auch zum Kämpfer werde und über die Grenzen anderer hinweggehe, dass ich zurücktrete, weil man das ja so macht. Und warum soll ich nur abkriegen? Das gehört dazu, Ellbogenmentalität. Ich. Der andere macht auch. Warum soll ich jetzt so? Und selbst die sagen, nee, ich versuche es anders, kriegen so viel rein von anderen, dass sie irgendwann frustriert nur auch damit beschäftigt sind, sich irgendwie selbst zu schützen, sich davon irgendwie rauszunehmen, zu distanzieren. Oder dann irgendwann doch sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und jetzt werde ich selber so. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein. Und das ist das, was er hier, finde ich, ganz gut darstellt. Trotz einem Leben voller Folterszenen habe ich keine Folgeschäden, nur eine. Genau, dieses fand ich auch ganz schön. Ne? Ich habe trotz einem Leben voller Folterszenen. Und das ist ja im Prinzip das, was ich auch gesagt habe, ne? Mit den Medien, mit den Nachrichten, mit all den Filmen, die wir auch zu sehen kriegen, so, die immer brutaler werden. Mm, Dann zu sagen, habe ich keine Folgeschäden. Und es ist so schön, dass er diese
diesen Dreher reinbringt, Folgeschäden. Um genau das darzustellen, so, mit mir macht das nichts, gar kein Problem, ich kann damit. Ich bin hart genug für das Leben, stark genug für das Leben, so resilient genug. Da muss man auch manchmal ein bisschen gucken, ne? Gerade das Thema, muss man ein bisschen an deiner Resilienz arbeiten. Und die Menschen, die feinfühlig sind, die empathisch sind, die mehr fürs Miteinander sind, für das Unterstützende, Wertschätzende, Liebevolle, die werden oft quasi als naiv dargestellt, als selber schuld, wenn du dir dann eine einfängst. So, musst halt mal ein bisschen realistisch werden. Ja. Das macht einfach was. Trotz einem Leben voller Folterszenen habe ich keine Folgeschäden, nur an den Nackenmuskeln manchmal ein Achselzucken. Ich hab richtig getippt im Lotto, ich bin mitten im Model in den Flitterwochen. Ich bin nicht beeindruckt, ich sitz auf Kosten, vom Blitz getroffen, Genick gebrochen. Alles kein Beinbruch. Und wie ich so mit leerem Blick über Dinge grübel, bemerke ich auf einmal, dass ich mein Kind verprügel und dabei Geräusche mache wie ein Pinscherbrüde. Alles okay? Ich bin nur müde! Dabei dachte ich, Das finde ich auch immer wieder einen wichtigen Punkt. Ich bin nur müde. Und plötzlich bin ich mit meinem Kind nicht mehr richtig gut umgegangen. Und auf der einen Seite ist das eine Entschuldigung. Oder was heißt eine Entschuldigung? Eine Erklärung. Aber es ist keine Entschuldigung. Weil es wird natürlich dann auch wiederum das Kind erzogen damit, ne? Das Kind das lernt daraus. Und es gibt so viele aus der alten Generation, die sagen, naja klar, wir wurden verprügelt, aber das hatte ich auch verdient, das hat uns ja nicht geschadet. Hat es nicht? Und ich möchte damit nicht in Zweifel stellen, dass die Menschen, die daraus entstanden sind, keine guten Menschen sind. Oder dass sie nicht ihr Bestes geben. So, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber das ist genau die Generation, die diese Härte hat, die kämpft, die sagt, das Leben ist ein Kampf. Du musst dich behaupten, du musst stark sein und. Die wenig mit in diese Mitmenschlichkeit geht. Und das haben sie irgendwo gelernt. So. Und es ist auch etwas zu lernen, zu sagen, ich habe es verdient, geschlagen zu werden. Für ein Verhalten, was ich gezeigt habe als Kind. Und in meiner Welt hat es niemand verdient, zu irgendeinem Zeitpunkt geschlagen zu werden. Nur weil er ist, wie er ist. So. Hör auf zu hämmern. Oh, entschuldigt. Weiter Musik. auf einmal, dass ich mein Kind verprügel und dabei Geräusche mache wie ein Pinscherbrüde. Alles okay? Ich bin nur müde! Dabei dachte ich, dass ich mein Leben zum Guten wand, doch bin wutentbrannt im Unruhestand. Ich so, vorbei ist vorbei, juckt meine Seele so. Einspruch. Unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben, pass auf, deine Seele auf. Nachbeben, pass auf, deine Seele auf. Pass auf, deine Seele auf. Nachbeben, dafür gibt's keinen Prothesenbau. Ein neuer Tag bricht an. Da sieht man noch den Schuhabdruck im Gesicht. Ja. Ich hatte mir noch kurz was aufgeschrieben, weil ich nicht schon wieder Pause machen wollte. Aber ich wollte noch mal kurz zu diesem Kindverprügel-Ding sagen, ne? Ich bin nur müde. Es ist in dem Sinne eine Entschuldigung oder eine Erklärung, dass wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir ständig über unsere eigenen Grenzen und unsere eigenen Bedürfnisse drüber gehen, wenn wir wenig Sinn noch in dem sehen, was wir da tun und nur noch vor uns hin funktionieren, dann sind wir nicht besonders ressourcevoll. Und ressourcevoll ist in dem Sinne gemeint, dass wir Energie haben, dass wir Motivation spüren, dass wir bestimmte Werte leben können, wie Leichtigkeit, wie Ruhe, Entspannung, Freude, Glück, all diese Sachen, die uns nicht so richtig zur Verfügung stehen, so zu dieser Zeit. Und wenn wir so wenig ressourcevoll sind, dann ist unser System schneller überfordert und weiß oder hat weniger Zugriff auf Wahlmöglichkeiten, auf Möglichkeiten, wie wir handeln können und greift schnell zu Kampf- oder Fluchtreflexen
Stressreaktion. Ne? Also hoher Stress löst im Gehirn aus, oh Gott, alter Reflex, müssen wir jetzt flüchten? Müssen wir über irgendwas kämpfen oder resignieren wir erstmal oder erstmal freeze oder was passiert hier? So, da wird eine Entscheidung getroffen, in dem Parameter quasi abgescannt werden, was wird gerade wahrgenommen und was haben wir auch für Möglichkeiten, für Energien. Und wenn wir im Stress sind, dann werden einfach nur schnell die naheliegendsten oder die schnellsten Strategien gewählt, die am ehesten eine Lösung versprechen. Kind, was gerade irgendwie besonders laut ist, schreit, weil es irgendwas will oder es hat irgendwas angestellt, was ich eigentlich gesagt habe, was es nicht tun soll oder es hat mich beleidigt, weil es selber gerade in irgendeinem ressourcenarmen Zustand unterwegs ist. Ne? Man weiß es ja immer nicht, es sind ja auch nur Menschen. Mm, Und dann können wir entweder sagen, sagt unser System, ich fliehe und verlässt zum Beispiel einfach die Wohnung und geht irgendwie in die Bar mit Kumpels eintrinken und sagt, das ist nicht mein Problem, da kann sich die Frau drum kümmern oder wer auch immer. Oder ich überlasse dem Kind sich selbst oder schicke es zu Freunden und dann gehe ich mir ein zwitschern oder was auch immer. Oder ich gehe erstmal Sport machen und dann kümmere ich mich um das Kind. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu fliehen, weil ich gerade allein auf das Kind aufpasse, dann kann es sein, dass ich in Resignation gehe und einfach heulend zusammenbreche oder mich irgendwo im Zimmer verkrieche, was auch eine Form von Flucht ist. Aber oder einfach nicht mehr reagiere und es einfach machen lasse, schreien lasse und einfach nichts tue. Es kann aber auch sein, dass ich in den Kampfmodus gehe. Und es kann aussehen, indem ich das Kind anschreie, es anfange mit ihm zu diskutieren. Es kann aber auch sein, dass ich plötzlich, weil das Kind einfach nicht aufhört und ich merke, es überfordert mich, es ist einfach zu viel und ich kann das nicht gewinnen, es dann ins Körperliche geht. In der Hoffnung, mit Wut, Aggression und Kampf und körperlicher Übergriffigkeit das Kind endlich zur Ruhe zu kriegen. Weil die positive Absicht ist, dass ich endlich zur Ruhe komme. Und ich weiß nicht, wie ich zu meiner Ruhe kommen kann, die ich mir so sehr wünsche. Und vielleicht habe ich vorher schon Flucht probiert oder diskutieren oder was auch immer. Und irgendwann gehen mir immer mehr in diesem Stressmodus die Alternativen und die Möglichkeiten aus, damit umzugehen, dabei ruhig zu bleiben. Und irgendwann ist irgend so eine Grenze überschritten, bei dem einen mehr oder weniger. Schnell. Kommt auch wieder darauf an, was habe ich selbst für Erfahrungen gemacht. Wie wurde mit mir umgegangen? Ähm, ja, solche Sachen spielen da alle mit rein. Und von daher ein wirklich cooles Lied, was viele, viele wichtige Themen anspricht. Wie ist es euch mit dem Song ergangen? Was bedeutet er euch? Was sind eure Gedanken? Was sind Zeilen, die ich hier nicht mit reingenommen habe oder die ich überhört habe? Was sind Bedeutungen, die ich vielleicht nicht mitgekriegt habe, die der Künstler meint? Vielleicht hat er auch irgendwo ein Interview gegeben und dazu was erklärt. Mm, Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, kommentiert gerne, wenn ihr mehr deutsche Songs hören wollt, entweder von Alligator oder von anderen deutschen Künstlern. Ihr dürft euch aber auch total gerne ganz andere Künstler wünschen, die andere Sprachen sprechen. Und wir gucken, wie wir das hinkriegen. Mm, Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Und ja, im Sinne von Alligator, pass auf deine Seele auf. Macht's gut.